Genau, also mein Name ist Maria Kerstens, ich bin Produkt- und Qualitätsmanagerin bei der Dr. Sennewald Medizintechnik GmbH und ich freue mich sehr, heute hier auf der DEGRO zu sein und Ihnen einen kleinen Einblick in die Zertifizierung von medizinischer Software aus der Perspektive eines mittelständischen Medizintechnikunternehmens geben zu dürfen. Ein kurzer Überblick über die Agenda meines Vortrags. Zunächst möchte ich Ihnen einige Informationen zu unserem aktuellen Entwicklungsprodukt, Projekt der Hyperthermieplanungssoftware Hyperplan geben. Im Anschluss einen Abschnitt zum Thema Zertifizierung, hier eben aus Sicht der Industrie. Und zuletzt dann noch ein kurzer Einblick in die Software Hyperplan. Das Entwicklungsteam der Dr. Sennewald Medizintechnik GmbH besteht aus den 5 Naturwissenschaftlern und Ingenieuren, die auf dieser Folie abgebildet sind, und vereint Fachwissen aus verschiedenen Disziplinen, nämlich der Physik, der Mathematik, der Informatik und auch der Medizintechnik. Es ist also ein Team mit interdisziplinärem Know-how, das einerseits ein tiefes Verständnis für naturwissenschaftlich-medizinische Vorgänge hat, auf der anderen Seite aber auch Fachwissen im Bereich IT, Technik und auch Regulatorik aufweist. Darüber hinaus arbeiten wir mit dem führenden Universitätsklinikum Charité Berlin zusammen. Auch hier haben wir ein interdisziplinäres Team aus Ärzten, Physikern und Ingenieuren. Und was wir ganz besonders an dieser Kooperation schätzen und für wichtig erachten, ist, dass die Charité eine langjährige Erfahrung im Bereich der Hyperthermie mit sich bringt und darüber hinaus wir durch diese Kooperation einen direkten Zugang in die Praxis haben, der auch dann wiederum kontinuierlich in die Entwicklung unserer Software einfließen kann. Damit Sie einen groben Überblick über diesen Entwicklungsprozess der Software Hyperplan bekommen, habe ich hier einige Meilensteine mitgebracht. Zunächst vielleicht noch die kurze Vorgeschichte. Im Zeitraum von 1999 bis 2007 gab es eine Kooperation zwischen dem Konrad-Zuse-Zentrum Berlin und der Dr. Sennewald Medizintechnik. Und in dieser Kooperation ist die Software Sigma Hyperplan entstanden. Auch das ist eine Hyperthermie-Planungssoftware, die sehr umfangreiche Funktionen beinhaltet und damit relativ komplex ist und sich nicht unbedingt für die schnelle, kurzfristige Planung im Klinikalltag eignet. Darüber hinaus ist die Software nicht CE-zertifiziert und somit nur für Forschungszwecke, aber eben nicht für die Anwendung am Patienten zugelassen. Ja, damit ist dann die Idee entstanden, diese Lücke zu schließen und eine weitere Hyperthermie-Planungssoftware zu entwickeln, nämlich die Software Hyperplan. Und dieses Projekt ist dann im Jahr 2019 gestartet worden, in dem dann auch, wie soeben erwähnt, die Kooperation mit der Charité Berlin begonnen hat. 2022 ist dann die Entwicklung der Kernfunktionalität des Electromagnetic Field Solvers abgeschlossen worden, sodass wir 2023 dann einen ersten Prototyp fertigstellen konnten. Und seit dem Jahr 2024 sind wir mit dem Design und der Implementierung des Graphical User Interface beschäftigt. Da befinden wir uns gerade in den Endzügen. Und Ende dieses Jahres ist eine hoffentlich erfolgreiche MDR-Zertifizierung geplant, sodass wir die Software dann vermarkten können. So, nun komme ich zu meinem Abschnitt Zertifizierung. Wir haben gerade schon viel gehört und nur nochmal, um das Ganze kurz zusammenzufassen, die MDR ist verpflichtend. Wir können uns nicht aussuchen, ob wir das Ganze zertifizieren wollen oder nicht, sondern wir müssen als Hersteller die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen an ein Medizinprodukt sicherstellen. Gekennzeichnet wird das Ganze mit dem CE-Kennzeichen. Und das Ganze ist tatsächlich eine rechtsverbindliche Angelegenheit. Wenn ein Produkt nicht zertifiziert ist und entsprechend vermarktet und angewandt wird, hat das Konsequenzen, und zwar sowohl für den Hersteller als auch für den Anwender des Medizinprodukts. Wie sehen wir das als Industrie? Auf der einen Seite muss man natürlich schon sagen, es ist sehr aufwendig, es kostet dementsprechend sehr viele personelle und damit auch finanzielle Ressourcen. Auf der anderen Seite sehen wir aber diese Zertifizierung schon auch als Qualitätsmerkmal, die den Patienten und auch dem Anwender Vertrauen bietet, sodass das Produkt sicher angewendet werden kann. Damit man sich das Ganze mal etwas genauer vorstellen kann, habe ich hier ein Kuchendiagramm mitgebracht und man sieht also ca. 60%
unserer Entwicklungsarbeit verbringen wir wirklich mit der reinen Entwicklung, also Anforderungsanalyse und Spezifikation, Architektur und Implementierung, UX-Design, Test, Verifikation und Validierung. Hingegen 40% verbringen wir mit der technischen Dokumentation. Und wir haben gerade schon gehört, die technische Dokumentation ist die Basis, auf der eine Zertifizierung stattfindet. Damit man sich es mal vorstellen kann, bei unseren Softwareprodukten umfasst die technische Dokumentation ca. 75 Dokumente und ist über 1000 Seiten lang. Also es ist jede Menge Papier, das einfach produziert werden muss. Was beinhaltet die technische Dokumentation? Aus Zeitgründen werde ich jetzt hier nicht auf jeden Punkt im Detail eingehen, aber ein paar möchte ich mir doch herauspicken. Also vorhin auch bereits erwähnt ist die Zweckbestimmung und die ist wirklich so der Grundstein, auf dem alles Weitere aufgebaut wird. Wir müssen uns also überlegen, was ist der Zweck meines Medizinprodukts, welche Ziele will ich mit dem Medizinprodukt verfolgen, was will ich damit machen. Und wenn ich das dann festgelegt habe, dann kann ich das Ganze genauer spezifizieren. Ich kann mir die Anforderungen überlegen, die sich daraus ergeben. Und ich kann auch dann wiederum mir die Risiken herleiten, die durch die Anwendung des Medizinprodukts entstehen können. Für diese Risiken muss ich mir dann wiederum geeignete Risikominderungsmaßnahmen überlegen, sodass ich dann am Schluss hoffentlich eine positive Nutzen-Risikoanalyse habe. Das heißt, ich möchte definitiv, dass der Nutzen des Medizinprodukts den Risiken überwiegt. Ja, auch Thema Usability ist sehr groß geschrieben. Ein Medizinprodukt oder in unserem Fall eine Software muss anwenderfreundlich sein, um eben mögliche Fehlerquellen und auch Missverständnisse zu vermeiden. Thema IT-Sicherheit und Cybersecurity werde ich jetzt nicht mehr genauer erläutern, da haben wir jetzt genug gehört. Auch Thema Verifizierung und Validierung werde ich überspringen, weil wir da im anschließenden Vortrag noch einiges hören werden. Was ich mir noch mal genauer anschauen will, ist die klinische Bewertung. Wir müssen also nachweisen, dass unser Medizinprodukt wirklich im klinischen Umfeld qualifiziert und sicher eingesetzt werden kann. Dafür sind einerseits umfangreiche Literaturanalysen notwendig, man muss Expertenmeinungen einholen, teilweise sogar klinische Studien durchführen, je nach Produkt. Und nur wenn diese klinische Bewertung positiv ist, kann das Produkt dann auch wirklich eingesetzt werden. Und auch nach so einer Zertifizierung ist das Ganze noch nicht vorbei. Ich muss, wenn ein Produkt als CE-Produkt in Verkehr gebracht wurde, dieses kontinuierlich überwachen. Ich muss Rückmeldungen vom Kunden einholen, ich muss mich über etwaige Vorkommnisse informieren, ich muss das Ganze regelmäßig auswerten, die Literatur screenen, ob irgendwelche Neuheiten gekommen sind, ob sich der Stand der Technik geändert hat. Also auch nachdem ein Medizinprodukt auf den Markt gekommen ist, hört die Arbeit im Bereich technische Dokumentation bzw. Qualitätsmanagement nicht auf. Und nun noch ein letzter Punkt. Viele von Ihnen wissen es bereits, diese MDR gibt es ja noch nicht immer, sondern die gibt es seit dem Jahr 2017. Davor gab es die MDD. Also was ist der Unterschied? Die MDD war eine EU-Richtlinie, die MDR hingegen ist eine EU-Verordnung. Und das Ganze sind nicht nur ein paar neue Paragraphen oder neue Titel, sondern es ist tatsächlich so, dass die MDD, also die Richtlinie, von den einzelnen EU-Staaten in nationales Recht umgesetzt werden musste. Und damit haben aber auch unterschiedliche Auslegungen stattgefunden. Die MDR hingegen ist eine Verordnung, sprich jeder EU-Staat muss sie so anwenden und kann nicht irgendetwas individuell auslegen. Wir haben das Ganze eigentlich hautnah miterlebt, weil wir haben noch eine zweite Software, Sigma Vision Advanced, die zunächst nach MDD zertifiziert war und dann eben nach Einführung der MDR nach MDR zertifiziert werden musste. Und ich würde schon sagen, dass wir die Unterschiede deutlich gespürt haben. Wir sind da schon etwas ins Straucheln gekommen. Zum Beispiel bei der klinischen Bewertung, einfach nur um das mal an Zahlen festzumachen. Die klinische Bewertung unter MDD hatte 46 Seiten, die unter MDR über 200. Also es ist einfach ein deutlich größerer Aufwand entstanden. Es musste weitaus detaillierter recherchiert und dokumentiert werden. Auch Thema Cybersecurity, um überhaupt die neuen Anforderungen umsetzen zu können,
mussten wir uns erstmal intensiv weiterbilden, zum Beispiel beim Jona-Institut, um überhaupt zu wissen, was müssen wir denn tun und wie müssen wir das jetzt gestalten, damit wir uns da irgendwie im rechtlichen Rahmen bewegen. Auch sind neue Systeme eingeführt worden zur Rückverfolgbarkeit. Es gibt eine zentrale EU-Datenbank, in der jedes Medizinprodukt registriert sein muss. Und ich würde mal sagen, diese Systeme waren nicht von Anfang an unbedingt benutzerfreundlich, auch wenn sie vom Gesetzgeber kamen, der ja für Usability plädiert. Und allein da mal irgendwie durchzublicken und das Ganze halt hinzukriegen, kostet schon auch viel Zeit. Also von dem her ist unser Fazit, dass man den Unterschied zwischen MDR und MDD schon deutlich gemerkt hat, vor allem eben als kleiner Hersteller, der halt einfach auch nur begrenzt viel Zeit eigentlich in dieses Thema investieren kann. So, jetzt möchte ich zum Schluss noch zu unserer Software kommen. Zunächst zum Thema Datenimport. Unsere Software ist so konzipiert, dass sie nahtlos in bestehende multimodale Strahlentherapie-Workflows integriert werden kann. Heißt, wir können über einen DICOM-Server auf CT-Daten zugreifen, die in der Strahlentherapie generiert wurden und diese dann direkt weiterverwenden. Und eigentlich können wir nicht nur auf die CT-Daten zugreifen, sondern eben auch auf Konturen, die in der Strahlentherapie angefertigt wurden, sogenannte RT-Structure-Sets. Auch die können wir direkt übernehmen und direkt damit weiterarbeiten. Es muss also keine Arbeit doppelt gemacht werden. Wir können uns das Ganze mal anhand von diesem Video anschauen. Wir sehen zunächst, loggen wir uns in die Software ein, wählen dann den Patienten aus, für den wir eine Hyperthermieplanung durchführen wollen, und legen dann eine Session an, in die wir die entsprechenden Daten vom DICOM-Server importieren. So, die werden dann eingeladen, dann kann ich eben eine Zielkontur auswählen, also die Kontur, in der ich die Erwärmung erzielen möchte, und ich kann auch den entsprechenden Applikator auswählen und ihn so positionieren, dass er eben mittig von dem Zielvolumen sitzt. Schön ist jetzt hier auch, dass man visuell beurteilen kann, ob der Applikator denn für die anatomischen Gegebenheiten des Patienten geeignet ist. Wenn nicht, kann man dann auch noch einen anderen Applikator auswählen und sich das Ganze eben erneut angucken. Die Abschnitte Segmentierung und SAR-Planung werde ich jetzt überspringen und direkt zu dem Ergebnis der Hyperthermieplanung springen, zu unserer Evaluation-Page. Und wir sehen hier einerseits eine Darstellung anhand von Zahlenwerten, das sind typische in der Fachgesellschaft etablierte Kennwerte, wie zum Beispiel der THQ oder die SAR 90. Wir sehen aber auch visuelle Darstellungen, zum Beispiel das Dosis-Volumen-Histogramm und auch rechts unten zum Beispiel eine 3D-Visualisierung. Und wir haben hier auf der linken Seite die Möglichkeit, verschiedene Phasen- und Amplitudeneinstellungen miteinander zu vergleichen und uns so schrittweise an die optimale Einstellung heranzutasten, sprich wir wollen im Zielvolumen eine möglichst hohe Temperatur erreichen, aber gleichzeitig auch unerwünschte Nebeneffekte wie Hotspots vermeiden. Das Ganze war jetzt nur ein sehr, sehr kompakter Einblick in unsere Software, deswegen möchte ich Sie ganz herzlich einladen, uns nachher noch in unserem Stand zu besuchen, in Halle 3, Stand B07. Da sind zwei Softwareentwickler von uns vor Ort, Franziska Hartmann und Nikolai Beck, die Ihnen dann sehr gerne noch einen detaillierten Einblick geben werden und auch natürlich für alle Fragen zur Verfügung stehen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank für die schöne Übersicht. Gibt es Fragen dazu? Wann kommt die Software auf den Markt? Hoffentlich Ende des Jahres. Hängt von der erfolgreichen Zertifizierung ab, aber wir sind zuversichtlich. Sie sind zuversichtlich. Na, dann schauen wir mal, was es bringt. Okay, dann vielen Dank. Sehr gerne. Now I have to switch in English.